Nicht eine der, sondern die häufigste Todesursache auf unserem Planeten ist Entzündung. Eine der Substanzen, die zu chronischer Entzündung und einem vorzeitigen Ableben führt, ist Zucker. Hallo, ich heiße Ulf Tölle, bin Gesundheitswissenschaftler, Komplementärtherapeut und begleite als Personal Health Coach Menschen seit 4 Jahrzehnten auf ihrem Weg zu einer besseren Gesundheit, zu mehr Gesundheit. Bitte teile dieses Video. Es kann ja wirklich sein, dass jemand aus deinem Umfeld, deiner Familie, deinem Bekannten- oder Kollegenkreis diese Informationen sehen sollte. Vor einigen Tagen habe ich in Frontiers in Immunology ein Paper gelesen, das folgendermaßen beginnt. Es ist allgemein bekannt, dass ein hoher Zuckerkonsum ein Kennzeichen der westlichen Ernährung ist. Nebenbei bemerkt, finde ich daran auch den Aspekt interessant, wie die westliche Ernährung von außen wahrgenommen wird, denn die Autoren kommen mehrheitlich aus China. Im Abstract dieses Papers steht, Ernährungszucker und industriell verarbeitete Lebensmittel können ein entscheidender Faktor für das Auftreten und die Verschlimmerung von Entzündungen sein. Und der Titel, übermäßiger Zuckerkonsum, ein Komplize der Entzündung. Vielleicht sogar mehr als ein Komplize. Möglicherweise sogar die Ursache? Deswegen, so gut Zucker dir auch schmeckt, er verursacht eine Menge Entzündung und bringt zum Beispiel deine Blutgefäße quasi zum Verrosten, beziehungsweise zum Verzuckern natürlich. Du kannst dir das vorstellen wie bei einer alten Wasserleitung, wo die Ablagerungen die Leitung immer mehr verstopfen. Dann brauchst du nur noch wenig, bis sie ganz verstopft und am Ende kann sie das Wasser nicht mehr halten, weil auch noch der Druck in der Leitung immer höher geworden ist. Und die Leitung irgendwann an irgendeiner Stelle schlicht und einfach durchgerostet ist. Jetzt, warum wird Zucker überhaupt verwendet? Er ist die bevorzugte Energiequelle für den Stoffwechsel deines Körpers. Er kann schnellstens Energie bereitstellen und er setzt drittens dein Sättigungsgefühl außer Kraft. Das heißt, auch wenn du eigentlich schon satt sein müsstest und bereits genügend gegessen hast, wirst du mehr essen, weil Zucker den Schalter in deinem System auf unersättlich umgestellt hat. Die Nahrungsmittelindustrie liebt so etwas. Die Zuckerindustrie macht einen besseren Umsatz und wenn man Zucker ins Essen hineintut, dann essen Menschen mehr davon. Das schraubt den Umsatz dann in die gewünschten Höhen. Es gibt einfach ein kleines Problem dabei. Wir lassen uns unsere Lebenszeit verkürzen, bei vorsichtiger Schätzung um 10 Jahre und mehr. Ist das jetzt ein isoliertes Phänomen? Ich meine, sind das nur Einzelfälle? Absolut nicht. Zahlen der WHO lassen uns wissen, dass ca. 75%, neueren Zahlen zufolge sogar 80% aller Todesfälle weltweit auf chronische Krankheiten zurückzuführen sind. Das heißt Diabetes, Krebs, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Depressionen, Autoimmunerkrankungen und anderes mehr. Und bei weit mehr als einem Drittel dieser Todesfälle sterben die Menschen vor ihrer Zeit. Dabei wissen wir heute, dass wir alle diese Krankheiten mit unserem Lebensstil beeinflussen können. Mein Vater starb, als ich 11 Jahre alt war. Ich habe beide Eltern definitiv vor ihrer Zeit verloren. Mein Vater war 49, meine Mutter war 56 Jahre alt. Das ist sicher einer von mehreren Gründen, weshalb mir das Thema so am Herzen liegt. Eines ihrer großen Probleme war Wissen. Sie wussten nicht Bescheid. Du weißt es jetzt. Immerhin, Wissen ist cool. Es gibt da einfach ein Problem mit dieser Umsetzung, denn da gibt es eine Lücke zwischen Wissen und Tun. Und die können wir gemeinsam schließen. In meinem nächsten Zucker-Reset. 5 Tage für einen besseren Umgang mit Zucker. Mit dem Zucker-Reset habe ich mir zum Ziel gesetzt, dass du ganz einfache Maßnahmen lernst, mit denen du geschickter, effizienter
und wirksam Einfluss auf deine Gesundheit und deine Lebenszeit nehmen kannst. Klick auf den Link unter dem Video bzw. in der Beschreibung. Ich würde mich enorm freuen, dich dort anzutreffen.